Wir lernen jetzt eine unfassbar faszinierende Frau kennen, die es in echt gibt. Richtig cooles Detail. Sie können sich selbst wieder regenerieren. Also so als tierbegeisterter Mensch ist dieses Spiel einfach nur unfassbar krass. No Ocean, no Us, no Life. Zweite Episode Beyond Blue. Wir sind im U-Boot angelangt. Das ist unser Charakter Mirai. Hübsche Forscherin. Lassen wir mal so stehen. Und wir schauen uns jetzt das erste Mal im U-Boot um. Ich habe absolut keine Ahnung, was, wie, wo, was, wie, warum, weswegen. Aber we shall see. Erkunden wir mal für uns. Was haben wir hier? Ah, okay. Da haben wir ein paar coole Videos, die wir uns anschauen werden. Lerne die Aquanauten kennen. Oh, okay. My family used to go to the beach every summer. For me, that was my favorite thing to do all year long. Hearing the seagulls, the sound of the ocean pounding on the beach. For me, that was just grounding and relaxing and fascinating all at the same time. The physicality of the ocean is one of the things that, as a kid, attracted me the most. That thrill of just having that ocean energy push me along. You could just ride all day. There was no lift tickets, there was no fees to get into the ocean. When I describe to people what it's like to dive on a coral reef, they're like, oh, I never thought about that. They've never had a shark swim right beside them. Look them in the eye and give them a little fright for a second before they realize that the shark just wonders what I'm doing, just like I wonder what the shark is doing. I started free diving. So when I think of diving, I really think of free diving. Like this is what whales do, right? Take a big breath of air and they hold that oxygen inside their body. This ability to free dive down to where the scuba divers were, swim around and come back up, was just so free, nothing on, no equipment. I just love that. It made me feel like a fish. When I did my first submersible dive, I realized it wasn't just that I was meant to be out on ships. I was supposed to be in the bottom. I don't think anyone has ever measured endorphins in submarines, but I can tell you they're probably through the roof. The first time I was in a submarine, I saw that life down there and 50 new questions popped into my brain that wouldn't have come up because it was this immersive experience and I just felt it. When you're in a submarine and you're looking at these magical environments, you're overwhelmed by this sense of wonder. You're humbled by this feeling of there's so much I don't know about the world, and you're stimulated to figure out how this all works together. I'm a marine biologist. I'm someone who studies the ocean from as many angles as I can. When my kids ask me what I do for a living, I tell them that I'm an explorer. I'm an aquanaut. I dive down to the bottom of the ocean and I see things that people have never seen before. How lucky am I to be able to share this amazing habitat with the rest of the world? Krass. Alles ist krass. Das waren jetzt unfassbare Aufnahmen. Alter Vater. Ich muss schon sagen, es ist schon ein interessantes Leben, was ich gerne ausprobieren wollen würde. Wäre schon cool. Wir lernen jetzt eine unfassbar faszinierende Frau kennen, die es in echt gibt. Also die Gründerin ist von Mission Blue. Und wie man hier auch gut lesen kann, Beraterin für dieses Spiel Beyond Blue. Und diese Frau, ich war schon in einigen Livestreams von Mission Blue und Ocean X, wo sie Vortragende war, und diese Frau hat einfach ein unfassbares Wissen und ist mega sympathisch und hat schon alles gesehen, was man sehen kann. Dementsprechend schauen wir uns das jetzt an. Ich mache meine Kamera aus und lass euch einfach den Moment genießen. So. As a child, I had no idea how important the ocean is. That the great majority of life on Earth is in the sea. That the greatest diversity of life is in the sea. My name is Sylvia Earle. I'm a scientist, an oceanographer, an ocean explorer. I've spent years at sea aboard ships and thousands of hours under the sea. I've seen things others have not. If others could see what I've witnessed, they would know how much the ocean has changed, and they would know why caring for the ocean matters to everyone, everywhere. The ocean is Earth's life support system.
generating most of the oxygen in the atmosphere, capturing much of the carbon dioxide produced by human actions. The ocean is the planet's living blue heart. Every creature has a story. Every one, whether you're looking at a little crab, or a starfish, or a shark. If people stayed on the shore and never got underwater, how would we ever know that fish, that they have communities, they have faces? Their importance as fellow citizens, as cultures, as amazing creatures that we can learn from. There's a lot of water we now know elsewhere in the solar system and elsewhere in space. But to have a liquid ocean with frozen polar areas, it's taken 4.5 billion years to shape the world in a way that is favorable to humankind. It's taken us about 4.5 decades to significantly unravel systems. No ocean, no life. No ocean, no us. Das hat's gerade echt gut zusammengefasst. No ocean, no us, no life. Also alles hängt eigentlich vom Meer ab. Unser Leben, das Leben allen Lebens. Das ist schon krass. Und Sylvia Earle hat, wie gesagt, schon alles gesehen. Ich glaube, ich muss diese Videos mal in einzelnen Videos, also separat auf YouTube, ein bisschen auseinanderpflücken, was man sieht, was da so drin ist, was gesagt wird, wie wichtig das ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das werden wir dann machen. Wie viele Videos haben wir da überhaupt drin? Ah, sind schon einige. Ocean X übrigens, gibt es tatsächlich, das ist nicht fiktional. Das gibt's wirklich. Wir werden uns jetzt trotzdem, einfach weil ich Lust und Laune habe, das nächste noch anschauen, Heranwachsen eines Pottwals und dann Ozeansinn. Sind zum Glück eh nur kurze Videos, also das hat jetzt 2 Minuten gedauert, knapp. Das dauert jetzt nicht so lang. So, gehen wir wieder rein. My name is Shane Garrow, and I'm the founder of the Dominica Sperm Whale Project. I've been following the lives of sperm whale families in the Caribbean Sea based off the beautiful nature island of Dominica. I've had the sort of greatest honor to spend thousands of hours in the company of the sperm whale families. And over the last 15 years, we've come to know 30 different families. We know about 10 of those personally. My research focuses mostly on the connection between these families' lives and what they say to each other, and how they succeed in the ocean by living in these small families. They live these rich and complex lives in part of the ocean that we find difficult to even explore. Sperm whale society is matrilineal, meaning it's grandmothers and daughters that will live together for life. The young males live in the family until they're about teenagers, and then they go on this sort of open ocean wander for about 15 to 20 years before they are breeding age. But females will stay together for life. They communally raise and defend their babies, and they live in this sort of community of neighboring families just like we do. Behavior is what you do, but culture is how you've learned to do it. In the same way that we're all humans, but some of us eat with chopsticks and some of us eat with a fork. We're all still eating, but how we've learned to eat is importantly different. The secret for how these animals are surviving are these traditional behaviors, and that's why every calf counts. Every female calf is critically important, and each one of those that we lose so much potential. I think one thing that my research has shown is that our lives are really similar. The values that we have in our families, love your mom, be a good neighbor, learn from your grandmother's experience. And ultimately, life is about the quality of the relationships that you build with those around you, whether you're a whale or not. The secrets that my grandmother learned are helping me to survive now. Ensuring that these grandmothers survive to be grandmothers to share their stories, and ensuring that these babies live long enough to learn them is what's going to enable these animals to be around for a long time. Das war jetzt schon krass. Habt ihr das gesehen bei dem Jungtier? Wie viele Remoras der drauf hatte? Also Schiffshalter. Das war ja krass. Noch nie gesehen sowas. Das ist echt eine Experience, hey. Erfahre, wie neue Technologien uns ermöglichen, das Leben im Meer auf völlig neue Weise zu sehen und zu hören. Und zu verfolgen. Geh mal rein.
It's a big ocean. You gotta be able to see what's worth spending your time on. When I'm down there in a submarine and I'm seeing all these animals, it's always about which one of these is new, which one of these has not been seen before to science. Why did these animals come here as opposed to there, and where are they going? They're really tangible things that we can do now to start answering some of these questions, but as the technology develops, we can become more and more and more and more sophisticated. Technology is emerging on all fronts. We're using all this side-scan sonar and hydrophones to map things out. We can use these sound underwater surveillance systems to actually track whales and see them move all around the ocean. There's a new field called environmental DNA, where you just look at the sloughed off cells that are in the water to know who is there. Oh, the whale shark was just here. Can we follow it? And you sniff the trail of the whale shark's DNA. How am I going to understand a shark if I'm thinking like an old world primate? We're totally different. It took me several years to look at the eyes, to look at the hardware, to measure the light, and to build the camera so we could get all these hints into how that shark might be seeing the world. Because it's like a detective story. Ich bin so dumm. Ich merke einfach jetzt, dass mein Mikro die ganze Zeit aus war. It's our sperm whale family again. Toll. Da ist wieder das Baby. Baby Andrea. So, Aufgabe ist Mutterwahl A12 scannen. Haben wir da. Dann haben wir auch noch Andrea, unser Baby. Wahl, Wahl, Wahl. Jugendlicher Pottwal. Naja, jugendlich würde ich jetzt nicht sagen. Aber ein Jungtier auf jeden Fall. Little Baby Andrea. Andreas Fluke Zoom scannen. So. Gehen wir rein mit der Manta-Drohne. Wir brauchen die Fluke. Ja. Vielleicht in dem Winkel vielleicht. Alright, baby. Ja, das geht. We won't forget you now. So. Wie gesagt, Gesang. Andre, can the Zoom scan tell how old the baby is? Not with any certainty. Why? Just wondering if she's old enough to hunt by herself. Interessante Frage. Könnte so ein kleines Tier, ein Baby, schon für sich selbst sorgen? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Was ich sagen wollte. I wondered. She still seems pretty young to go that deep. Will she be okay alone while her mother dies? She should follow the pod. Her aunties will babysit while the mother hunts. Wish I had them when my daughter was born. Takes a pod. Tschüss, Baby. Mirai, why is the baby so important to your study? I'm hoping to follow the baby for years to learn from her as she learns from her family. And hopefully to watch her eventually become a mother herself. Super cool. Well, I Was guess haben wir it denn worked. da? I got Unbekanntes some Geräusch. nasty noise. The same damn sound we heard yesterday. Well, I'll check it out between the whales. Was könnte das sein? Keine Ahnung, was das sein könnte tatsächlich. Okay, wir haben da hinten sicher auch noch irgendwas, oder nicht? Oh? So viel dazu. Das ist ein U-Boot. Oder halt irgendein Sonarsystem, irgendein menschengebautes System auf jeden Fall. Nichts Natürliches. Seesterne für Looks die like Abholung another area markieren. sensor. Okay, Mirai. Can you use the microtanks to mark the starfish for collection? Are you testing your collector drone? It's not a test. It needs us to collect a few for study. They are incredibly resilient. They can regenerate themselves from just a subset of their body. They're also invasive. Must have hitched a ride in the ballast of a ship. Irina, how many of these do you need? I'm missing the whales. Just a few. Mooi. Ja, es ist so eine richtige Studentin, Wissenschaftlerin. Wie viele muss ich denn davon noch mitnehmen? Ich will mit dem arbeiten, mit dem ich Lust habe zu arbeiten. Genau so ist es. Was sie gesagt haben, richtig cooles Detail, nämlich Seesterne haben die Möglichkeit, Körperregionen wiederherzustellen. Sie können sich selbst wieder regenerieren, aus kleinsten Teilen, was richtig krass ist. Es gibt verschiedene Seesternarten, manche haben 5 Arme, wie die, es gibt auch welche, die haben weit über 10 Arme. Und die können tatsächlich ihre Arme wieder regenerieren, was ein unfassbar cooles Feature ist einfach.
Alle 3 Aufzeichnungen erledigt. Okay, microtags deployed. Thanks, Mirai. That's plenty. So, was haben wir denn da? Nordpazifischer Seestern. Asterias amurensis. Im Atoll. Forschungsarchiv. Sie haben es leider auf die Liste der 100 schlimmsten invasiven Spezies geschafft. Dafür können sie aber nichts. Die Larven werden leicht im Ballastwasser von Schiffen über die ganze Welt verteilt. Ja, das ist so ein Nebenaspekt der menschlichen Spezies, dass sie Tierarten dorthin verteilt, wo sie eigentlich nicht hingehören und die sich aber auf natürliche Art und Weise ausbreiten. Und dafür ist halt leider der Mensch zuständig und nicht das Tier selbst. Obwohl sie nur ein primitives Nervensystem und kein Gehirn haben, sind Seesterne Fleischfresser und jagen Weichtiere. Das ist krass. Sie können verlorene Gliedmaßen regenerieren, wodurch sie in den Fokus von Irinas Forschungsarbeit rücken. Invasive Spezies in der Region. Sie wurden möglicherweise durch das Ballastwasser in einem Schiff hergebracht. Andre testet eine automatisierte Drohne, um sie sicher aus diesem Bereich zu entfernen. Oh, interesting. Okay. Ist schon klasse, ist schon sehr fancy gemacht. Bin dann schon gespannt, was wir sehen können mit dem UV-Licht, mit dem hier. Denn es gibt tatsächlich Tierarten, haben ein eigenes verstecktes Muster, was man nur mit UV-Licht sehen kann. Das ist ziemlich krass. Are you sure this is where you track that noise? Okay. I don't know, Andre. That sound is loud, but it seems pretty deep. Can't see how it could be coming from a ship. Yeah, I agree. It also keeps starting and stopping. I'll figure out another way to investigate it. Was auch immer das ist, das werden wir dann im Laufe wahrscheinlich der Story rausfinden. Interessant auf jeden Fall. Was das sein könnte. Es hört sich sehr mechanisch an, es hört sich nicht an, als wäre es was Tierisches. Es hört sich eher so an wie fast schon Ketten oder irgendwas Metallisches. Naja, we shall see. Grüß Gott, Herr Kugelfisch. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Delfinschwarm da. Eine Schule Delfine. Da sind sie. Du brauchst keine Angst haben, alles gut. Was haben wir hier? Okay. Delfine für biologische Probe Zoom scannen. Und bei Korallenabstrich biologische Probe nehmen. Machen wir. Hi Baby. Ein bisschen glitscht du da gerade durch die Korallen durch. Aber ist voll fein. Hola. Eines der coolsten Tiere auf diesem gesamten Planeten. Please, get closer. You weren't this excited about the dolphins before. They're rubbing against the coral. Kind of a wellness visit. Bam. Na, also mein Kopf hat gerade Klick gemacht. Stimmt, schaut sich das an. I have colleagues that are studying the antimicrobial properties of these coral. Uah. Ja, ach krass. Sie reiben sich gerade an Steinen und Korallen. Warum sie das machen? Einerseits zur Hygiene. Also sie putzen sich damit selbst tatsächlich. Zumindest ist das, was ich gerade im Kopf habe. Vielleicht hat es aber auch eine Art Sozialverhalten und Kommunikation zu tun. Es kann alles sein. Was es genau ist, werden wir dann hoffentlich jetzt dann bald rausfinden. So. So, Delfin-Heilbad. Weichkorallen, genau. Also die reiben sich selbst dran und versuchen so Parasiten, sonstige Schädlinge, die sie auf der Haut möglicherweise haben, loszuwerden. Ja, wie intelligent man einfach ist als Tier, ne? Ist schon verrückt. Also so als tierbegeisterter Mensch ist dieses Spiel einfach nur unfassbar krass. Das Detail, was ich jetzt merke, was da eingebaut ist in dieses Spiel. Es ist richtig verrückt. So habe ich euch alle wirklich schon gescannt. Hey Andre, those reef sharks like your ringtone. Aha. Nein, habe ich nicht. Schade. Hab's mir schon gedacht. Ups, nicht drauf, sondern runter. Will I be able to get the data off that sensor while I'm picking it up? No, it goes to sleep when the power is low to preserve the data.
Whoa! Did you see that? Okay. Shame that wasn't on the live stream. Have you seen one do that before? Never! I'm picking up a tag from the sperm whale pod. Pushing the waypoint now. On my way. Gleich. Un momento. Ich will nur schauen, wo der Oktopus hin ist. Das ist eine Höhle, wo er sich vielleicht reingequetscht hat. Okay, nein. Er hat sich einfach in die Luft aufgelöst. Okay, ja, voll fein, voll fein. Oh, wie krass geil das ausschaut. Schaut euch das an. Einfach nur geil. Der Anblick. Sorry, Sharks. Mirai is off the menu. Ganz wichtig. Haie sind keine Monster. Ne? Also attackieren nicht einfach so grundlos, nutzlos, ohne nachzudenken, ohne Risiken angehen zu The wollen. baby's back with the rest of the pod. What's it doing? Nuzzling. Probably calling for its mama. Ah, Bebito. Andrea Zoom scannen. Das heißt mal so scannen. Und dann Zoom scannen. Ey, Are you Bebito. calling for your mother? Okay. Nicht reinglitschen. Das wäre nicht so cool. Ups. Das ist so krass. Das ist so krass. So schön aufgenommen tatsächlich. You've got to be kidding me. Yeah, I hear it! Ja, ich glaube, dieses Geräusch verschreckt die Tiere gerade einfach. There they go. Verständlich. That was our shot. Ah, ich weiß, was diese Can you Geräusche send the sind. sub to pick me up? I'm done for now. Ich weiß, was diese Geräusche sind. Tiefseebergbau. I see it coming. Okay, wir haben wieder ein Quote. Ich dachte, wenn man Walgesänge zu einem Teil der Popkultur macht, gäbe es mehr Interesse an der Rettung der Wale. Good point. Good fucking point. Roger Payne, Erschaffer des Albums Songs of the Humpback Whale und Gründer von Ocean Alliance. Also das... ja, das ist schon Gänsehaut, dieses Game. Pure Gänsehaut. Schon cool. Okay, Gesänge des Meeres. Das schauen wir uns jetzt noch an für die Folge. Und danach lassen wir es gut sein. What we know as humans about whales comes from just a few scientists so far, like Roger and Katie Payne. They had background in music, and by kind of mapping out the songs, noticing that if they would look at this almost like a song sheet, every 15 minutes or so there would be a repeat. Only male humpbacks sing, but the function of their song is still mysterious. The general belief is that whale songs serve the same purposes that bird songs do, as ways for males to advertise for mates and to challenge rivals. But why they change their songs is still unknown. Taking that information from whales and passing that to us humans was one of the most transformative pieces of narrative to feed the Save the Whale movement and maybe save some whales from extinction. These animals are sharing this world that might have been millions of years going on in their world, and suddenly, for the first time, we, as humans, are tuning in. Das ist schon krass. Okay, wir haben einen eigenen Eintrag über eine Jugendlichenportwahl. Andrea. A17. Referenzsignatur von Schwanz und Narben für Andrea aufgenommen. Und das ist halt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man nimmt Fotos her, damit man die Tiere identifizieren kann. Nach Narben, Verletzungen, Flukenform,
Rückenflosse, wenn vorhanden und so weiter. Und natürlich Gesang. Genau das. Die erste Aufnahme von Andreas Lauten, andere wird der KI beibringen, ihre Stimmsignatur zu erkennen. Und das ist tatsächlich so, das macht man genauso. Ah, schon verrückt. Und das ist halt auch so eine Sache. Lärm. Und Lärm im Ozean wird halt meist durch eine Spezies erzeugt. Störender, stressiger Lärm, nämlich vom Menschen. Schiffe, Tiefseebergbau oder sonstige Sachen. Ist halt keine schöne Sache. Buckelwal-Gesangsstrukturen. Wow. Andere hat auf Grundlage der frühen Forschung von Dr. Roger Payne einen Gesangsgenerator entwickelt, den wir Buckelwal-Gesänge einspeisen werden. Wir wollen einen eigenen Gesang erstellen, der den Gesang anderer Wale beeinflussen soll. Das sind wirklich wie Gesangsnoten. M1 Flugidentifikation. Der Gesang. Ach. Also Wal- und Delfingesänge lösen in mir solche Emotionen aus. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Ach, dieses Game ist verrückt. Aber gut, wir lassen es jetzt dabei sein. Das war's für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Beyond Blue, ab in die Tiefe zum Tauchen.